Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zuerst möchte ich mich bedanken, diese zwei ungewöhnlichen Messer von Concept Knives, das Mini Corvid und das XL Corvid, darf ich im Zuge eines Passarounds vorstellen. Möglich machten das Sven Kienast vom Messerdepot, der diese Messer zur Verfügung stellte, und Stefan vom Kanal Stefan123321, der dieses Passaround organisierte. Also vielen lieben Dank an Sven und an Stefan, ist wirklich eine tolle Sache. Solche Aktionen sind immer eine Bereicherung für die Szene und ja, vielen Dank. Zum Passaround sage ich gegen Ende des Videos noch ein paar Worte. Ich verweise aber jetzt schon mal auf die Videobeschreibung. So, dann lasst uns mal loslegen. Küchenbeil, Hackmesser, Metzger- oder Fleischermesser oder auf Englisch auch Cleaver. Es gibt etliche Bezeichnungen für diese Messerart. Hier, diese kleinen Varianten eignen sich aufgrund dieser hohen Klinge und der leicht bauchigen Schneide ganz gut zum Kräuter- oder Gemüseschnippeln. Das hier ist ein richtiges Küchenbeil mit einer großen und wuchtigen, kopflastigen Klinge. Ja, Verwendung findet es überwiegend als Küchen- oder Fleischmesser. Damit werden Knochen geteilt oder große Fleischstücke durchgehackt bzw. getrennt. Das ist eine stabile Full-Tank-Konstruktion, also wie dafür gemacht. Gehalten wird es wie ein Hammer und den Rest erledigt das hohe Gewicht der Klinge. Also so gesehen wäre das vielleicht auch was für eine eventuell bevorstehende Zombie-Apokalypse. Mit Knochen, Fleischstücken oder Zombies kann ich jetzt nicht dienen, dafür aber mit Gemüse, und dann fange ich hiermit mal an. Und da hat mich das XL Corvid wirklich überrascht. Die Klinge ist 3,5 mm breit, über 5 cm hoch. Die effektive Schneidenlänge liegt bei ca. 80 mm. Der Flachschliff wurde hier bis zur Hohlkehle hochgezogen. Hinter der Schneidphase habe ich einen Wert von 0,4 mm gemessen, also wirklich sehr, sehr ordentlich. Und dementsprechend sind auch die Schneideigenschaften. Ich kann nichts Negatives sagen, also mit dem Gemüse gab es keinerlei Probleme. Mit dem 154 cm Stahl wurde eine gute Wahl getroffen, rostträge, gute Kantenstabilität, gut nachschärfbar, 58 bis 60 HAC, also das ist auch eine Ansage. Letztendlich ist der 154 cm eine verbesserte Variante des 440C Stahl. Solche extrem hohen Klingen bieten dann auch den Vorteil, dass man das Schnittgut wie mit einem Tortenheber aufsammeln kann. Man könnte mit so einer Klinge jetzt auch Knoblauchzehen zerdrücken, aber das habe ich jetzt mal sein lassen. Bei den Tomaten sieht man, wie enorm scharf das XL Corvid ist. Also das gleitet richtig schön durch. Zwiebeln sind jetzt auch keine große Herausforderung. Bei Mini Corvid sieht es bei der Zwiebel etwas anders aus, ist vielleicht auch nicht unbedingt das Anwendungsgebiet. Tomate hingegen ist wieder kein Problem, also muss man sagen, das funktioniert echt gut. Die Klingenbreite liegt hier bei 3 mm, Klingenhöhe etwa 20 mm, effektive Schneidenlänge 35 mm, also wirklich sehr, sehr winzig. Auch hier findet der 154 cm Stahl Verwendung und ich muss sagen, im Kampf gegen das Gemüse schlägt sich das Mini Corvid wirklich wacker. Als Tortenheber ähnlicher Schnittgutaufsammler ist es dann aber eher ungeeignet. Jetzt noch ein paar Eckdaten. Das Design dieser beiden Cleaver stammt von Kochtools. Da müsst ihr euch auch unbedingt mal umsehen. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch die Internetseite. Also da gibt es echt ein paar interessante Messer im Repertoire. Das Logo von Kochtools sieht man hier auf der rechten Klingenseite. Genauso wie den Namen XL Corvid. Auf der linken Klingenseite haben wir das Concept Knives Logo, dann die Modellnummer und die Stahlangabe. Insgesamt wirklich sehr dezent beschriftet, also da kann man schon mal nichts sagen. Das ist beim Mini Corvid sehr ähnlich gelöst. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Klingen weisen beide eine Titaniumnitritbeschichtung auf. Dadurch erreicht man eine höhere Korrosionsbeständigkeit und man hat bessere Anti-Haft-Eigenschaften, also das macht auch Sinn. Beide haben eine stark ausgeprägte Hohlkehle. Beim Großen macht das vielleicht auch Sinn, also da denke ich schon, dass man noch ein paar Gramm wegnimmt insgesamt. Ja, bei beiden hat man auch ein ausgeprägtes Chimping. Beim Großen empfinde ich das mehr als Deko. Beim Kleinen, ja, macht das schon irgendwie auch Sinn. Dann ist es so, dass bei beiden die Klingen auf Kugellagern laufen.
Beide öffnen auch über einen Flipper-Tab. Läuft wirklich auch alles sehr gut. Also wie Stefan schon anmerkte, wäre hier vielleicht ein ganz kleines Chimping gar nicht so schlecht gewesen. Also man kann abrutschen, aber eigentlich ist es sicher. Dennoch wäre hier ein Chimping ganz nett gewesen. Die Samstats hätte ich tatsächlich weggelassen. Also die braucht man nicht wirklich. Gibt genug Öffnungshilfen. Das Gewicht liegt hier bei über 240 Gramm. Also Aufschwingen ist jetzt kein Problem. Das funktioniert wirklich allein durchs Gewicht der Klinge. Und da muss man aber dazu sagen, dass der Detent hier schon ordentlich stramm ist. Also da liegt nicht das Problem. Die Klinge ist einfach sehr, sehr schwer. Ja, eins ist mir auch aufgefallen. Also ich muss echt sagen, im geschlossenen Zustand habe ich bisher noch kein höheres Klappmesser gesehen. Das sind hier etwa 7 cm. Ich dachte immer, das Midgard-Messer Sleipnir ist hoch, aber dagegen wirkt es schon fast wieder winzig. Insgesamt, das ist jetzt ja auch ein relativ großes Messer und da sieht man erstmal, wie groß das XL Corvid ist. Also das ist schon ein gewaltiges Messer, kann man nicht anders sagen. Innen haben wir Liner, die wurden zur Gewichtsersparnis so ein bisschen ausgefräst, sieht man auch ganz gut, denke ich. Und die Liner sind extrem stabil ausgeführt, also 2 mm. Der Liner-Lock sitzt perfekt, überhaupt kann man an der Verarbeitung überhaupt nichts aussetzen, also das passt einfach. Klingenstand ist auch mittig, das ist alles richtig schön gemacht. Ansonsten, die Handlage ist extrem gut, das sind 100 mm Griffvolumen. Die Grifflänge liegt hier bei ca. 13,5 cm. Greifbar sind noch etwa 10, aber dennoch wirklich eine richtig gute Handlage. Hier ist ein Fingerchoil. Ich sag's mal so, der wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber er ist da und er ist gut gemacht. Also hier passt der Finger ausnahmsweise mal rein. Bei anderen Messern kennt man das ja, da ist man dann eigentlich schon der Klinge, aber das passt hier. Wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt nötig, aber gut gemacht. Dann ein Deep Curry Clip, ja, passt schon, ist okay. Die Spannung hätte hier etwas höher sein können. Also das ist ein bisschen lapprig, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Hier ist noch ein Lanyard Hole mit etwa 5 mm Innendurchmesser. Griffmaterial ist hier Jade G10, also das gefällt mir wirklich sehr gut. Passt sehr gut zur schwarzen Klinge. Achsschraube ist eine 10er Torx, die Griffverschraubung ist 8er Torx und die Clipverschraubung sind 6er Torx. Da hätte man eventuell etwas anwenderfreundlicher agieren können, aber sei es drum. Das Mini Corvid hat ebenfalls einen relativ starken Detent. Der Flipper Tab geht hier ganz gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich mit diesem Frontflipper hier nicht so gut zurechtkomme. Also zweihändig schon, aber einhändig ist mir das Messer irgendwie zu klein. Also da habe ich wirklich meine Probleme, aber das liegt nicht am Messer, das liegt wirklich an mir. Auch hier ein gut gemachter Liner Lock, sehr schmal, aber ist halt auch ein kleines Messer. Hier wurden die Liner ebenfalls ein bisschen ausgenommen. Ja, ob man jetzt hier eine Gewichtsersparnis braucht, ist die zweite Frage. Wir haben hier gerade mal 39 Gramm. Es wird als Schlüsselbundmesser beworben, macht vielleicht dann auch manchmal ein bisschen Sinn. Hier wird dann mit dem Schlüssel der Griffbereich verlängert, also dann kann man das Messer noch besser greifen. Man könnte auch ein Lanyard durchziehen, das sind hier 4 mm Innendurchmesser. Es geht aber auch so, also das ist ein Zwei-Finger-Messer. Wir haben knapp 6 cm Griff. Griffvolumen sind 52 mm, also insgesamt passt das. Kein Clip, den braucht man hier natürlich auch nicht unbedingt. Die Klingenachse ist tatsächlich ein 8er Torx und die Griffverschraubung sind 6er Torx. Griffmaterial ist, ja, das ist so ein sandfarbenes G10. Ja, insgesamt wirklich schön gemacht. Ist vielleicht so ein kleiner Konkurrent zum CVV Kiwi. Also das bewegt sich hier in sehr ähnlichen Dimensionen. Ja, zwei wirklich schöne Messer. Ich würde sagen, es ist Zeit fürs Fazit. Mein Fazit, die Verarbeitung ist wirklich gut, da gibt es gar nichts zu beanstanden. Beide Messer machen auch richtig Spaß. Das XL Corvid könnte ich mir gut als Küchenmesser oder Outdoor Cooking Knife vorstellen oder wie vorhin erwähnt für die Zombie-Apokalypse.
In dem Zusammenhang wäre vielleicht auch ein Corvid Fixed eine Idee. Vielleicht hat Concept Knives darauf Lust, in dem Stil noch ein großes Hackmesser zu machen. Das wäre vielleicht auch noch eine schöne Idee. Ja, ansonsten das Mini Corvid ist ein kleines Messer für den urbanen Bereich. Also kleine Alltagsaufgaben sind gar kein Problem. Absolut EDC-tauglich. Leider nicht 42A-konform, trifft auf beide zu, aber das ist halt so. Über den sonstigen Sinn dieser Messer möchte ich gar nicht so viele Worte verlieren. Das ist immer sehr subjektiv. Das kann man auch nicht immer rational begründen, wie so oft im Leben. Solche Fragen kann man sich beispielsweise dann auch bei einem OpenL 13 stellen. Warum kauft man sich sowas? Oder vielleicht hier beim Smatchet von Cold Steel. Ja, da wird es dann halt irgendwie im urbanen Bereich ein bisschen schwierig. Ja, das ist meist einfach eine emotionale Sache. Für mich war zum Beispiel das OpenL 13 unbedingt nötig. Ich bin einfach OpenL-Freund und insofern, wie gesagt, das sind emotionale Gründe und gut, wem solche Messer gefallen, wer solche Messer haben möchte, der wird sie sich wahrscheinlich dann früher oder später auch zulegen. Das ist einfach so. Wie gesagt, Spaß machen sie auf jeden Fall. Das Drumherum ist auch ganz ordentlich, also kann man nicht sagen. Die Pappkartons habt ihr vorhin gesehen. Dann haben wir beim XL hier so ein kleines Säckchen und beim Mini Corvid eine kleine Tasche. Also das ist gut gemacht. Das ist ein schöner Lieferumfang. Preislich muss man mal sehen, die Preise schwanken je nach Anbieter sehr stark. Ich verlinke euch dazu mal den Bezug beim Messerdepot in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten kann ich mich jetzt bloß noch bedanken. Also vielen Dank Sven und Stefan. Das war wirklich eine tolle Aktion. Dann möchte ich noch sagen, schaut bitte mal bei Phil vom Kanal The Knife Pub vorbei. Er hat auch am Passaround teilgenommen, hat tolle Videos gezaubert. Die verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch alles zum Passaround in der Videobeschreibung, alles was ich finde. Ja, gut, das war's dann. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.